In diesem Test seht ihr die zweite Variante des Duotone Rebel SLS. Die Fronttube wird weiterhin mit einer 6-Punkt-Waage und einem Pulley abgestützt. Die Steuerleinen werden an einer kleinen V-Bridle angeknüpft. Hier kann man über eine Knotenleiter verschiedene Positionen wählen, um den Bardruck und den Turning Speed auf den persönlichen Geschmack der Fahrerin oder des Fahrers anpassen zu können. Weiterhin gibt es natürlich auch das Bungee, was beim optimalen Wasserstart helfen soll. B- und entlüftet wird weiterhin über das große Ein- und Auslassventil von Duotone. Die Schläuche des One-Pump-Systems sind ganz gerade gehalten für eine optimale B- und Entlüftung. Zusätzlich gibt es am Ende der Tips, an einem Tippende, ein Ablassventil, um den Kite der Länge nach aufzurollen. Gegenüber einem normalen Dacron wird hier ein hochfesteres Tuch verwendet mit weniger Dehnung und einem geringeren Gewicht. Verschlossen ist die Fronttube mit einer Kedernaht und einer zusätzlichen Vernähung, die von der Innenseite gedoppelt ist. Das Flugtuch ist ein Mix aus einem Double- und einem Triple-Ripstop-Material. Da die Waage sehr kurz gehalten ist, braucht man nur am Ende der Tipps Leinenabweiser. Alle anderen Querstruts kommen ohne Leinenabweiser aus. Das Flugtuch ist fast durchgehend bis in die Tipps hineingezogen und die Abrisskante ziert eine Tuchdopplung sowie auch kurze Kunststofflatten, die ein Flattern der Hinterkante vermeiden sollen. Die Querstruts sind jeweils mit einer Single-Naht am Flugtuch befestigt und von der Innenseite gedoppelt und verklebt. Und alle Stellen, die man schützen muss vor Abrieb oder Aufschlag, sind mit gummiertem Gewebematerial verstärkt. Insgesamt auffällig ist bei Duotone, wie effizient man mit dem Panel-Layout, dem Design und dem notwendigen Druck umgeht, sodass man hier möglichst wenig Farbe drucken muss und trotzdem ein eigenständiges Design erhält. Im Bereich der 5-Strut Freeride Hochleister gehört der Rebel weiterhin zu der absoluten Spitze, was frühe Angleitleistung angeht, schnell aufbauende Strömung am Kite, hoher gleichmäßiger Grundzug. Hier wird jede Gewichtsklasse so früh wie möglich aufs Twin-Tip oder aufs Foil transportiert. Gerade im Leichtwindsektor ist wirklich stark spürbar das reduzierte Gewicht gegenüber einem konventionellen Rebel. Hier ist die Effizienz wirklich absolut optimal. Weiterhin sehr einfach geht es auf dem Amwin-Kurs. Man braucht hier eine minimale Unterstützung der Bordkante, um die Kappe genau präzise an dem optimalen Stand am äußersten Windfensterrand zu halten. Dort bedarf es keinerlei Korrekturen und so gelingt es auch wirklich jedermann hier optimal Höhe zu laufen. Nichtsdestotrotz, da wir auch immer vergleichende Tests machen mit den anderen Mitbewerbern, haben wir da festgestellt, dass wir im exakt gleichen Zeitraum mit einem Crazyfly Hyper noch weiter an den Windfenster rankommen und das dann noch etwas leichter geht. Dementsprechend sind die Leistungen dementsprechend als gut bis sehr gut zu bezeichnen. Ein sehr gut bekommt halt hier jetzt nur der Hyper. Andere High-Performance-Modelle wie ein Core XR oder ein North Orbit liegen in dem gleichen sehr hohen Leistungsbereich wie der Rebel SLS. Das Bar-Feeling wird auf jeden Fall beeinflusst durch das jeweilige Bar-Setup. Man kann ja hier das Y standardmäßig belassen, was dem Rebel zu seinem klassischen Duotone-Bar-Feeling verhilft. Das ist präzise, direkt und komfortabel. Man kann es aber auch kräftiger gestalten, indem man das Y rausnimmt, die Leinen an den Frontleinen direkt connected bis zum Adjuster oder bis zu der Leine der Clickbar. Dann erhält man insgesamt noch festeres und noch etwas aggressiveres Bar-Feeling,
was je nach Geschmack natürlich gewählt werden kann. Insgesamt würden wir tendenziell empfehlen, hier beim Rebel insgesamt in allen Größen das Y zu wählen. Dann liegen die Kräfte zum Lenken und Halten des Kites auch im mittleren bis leichten Bereich. Für uns ist die Kraftentfaltung in diesem Jahr das Thema beim Rebel. Die ohnehin schon wirklich hohe Kraft, die dieser Schirm konstant abgibt, wird dazu noch begleitet durch, je nachdem welches Manöver oder welches Flugmanöver man durchführt, ist die Kraftentfaltung noch etwas sportlicher. In Kombination mit dem wirklich hohen, gleichmäßigen Grundzug kann man hier von einem echten Powerpaket sprechen. Wir haben hier je nach Lenkeinschlag sehr linear verlaufende Drehradien. Also je stärker die Bar eingeschlagen wird, desto enger fällt der runde Drehradius des Rebel aus. Und zusammen mit seiner mittleren Fluggeschwindigkeit ist das Ganze ein sehr harmonisches Bild. Die Profil- und Flugstabilität des Rebel sind über einen sehr großen Windbereich absolut makellos. Das neue Duotone Safety System löst bei knapp 6 Kilo unter einer Last von 120 Kilogramm aus. Dabei fällt der Rebel dann in eine Single Frontline Safety und bekommt eine drucklose Lage. Dank des modernen Systems, wo man nur das offene Ende in die Öffnung reinsteckt und man dann gleich wieder weitermachen kann, erfolgt dieser Vorgang hier sehr schnell. Und auch über das Ziehen und Halten einer Steuerleine lässt sich der Rebel erstaunlich gut starten. Hier liegt die Untergrenze im Normalbereich bei ca. 10 Knoten. Klar, das Marketing ist hier beim Springen so vollmundig wie auch bei allen anderen Herstellern und teilweise auch noch darüber. Aber letztendlich kann man sich das mit dem Rebel SLS auch definitiv leisten. Die Leistung, die die Kappe halt schon bei sehr wenig Wind produziert, was jetzt einen langanhaltenden, gleichmäßigen Lift angeht und auch eine wirklich exzellenten Hangtime, sind absolut erstaunlich und da gibt es auch kaum Mitbewerber, die da mithalten können. Ab den oberen Windstärken zeigt sich im Vergleich eine doch eher aggressive und wirklich sportliche Note. Die Kraft, mit der dann der Rebel SLS auch im Loop zulangt, ist wirklich etwas für Profis. Und da bedarf es dann auch einer guten Kontrolle der Bordkante. Wir reden hier wirklich natürlich über diesen reinen Professional Big Air Bereich, wo 9 und 10 Quadratmeter werden hier bei 40 Knoten verwendet. Das ist einem normalen Menschen ehrlich gesagt nicht zuzumuten aufgrund der eigenen Sicherheit. Für jeden Freerider und jemand, der gerne hoch springt, ist die Leistung des Rebel über diesen großen Windbereich wirklich absolut einfach abzurufen. Wir haben keine Querkräfte vor dem Absprung. Wir haben einen sehr lang anhaltenden Lift über den gesamten Bereich und wir haben auch wirklich eine tolle Hangtime, die dann nur von Schirmen wie einem Hyper im unteren bis mittleren Windbereich getoppt werden. Selbst wenn es dann hier auch wieder in den oberen Windbereich geht, dann hängt auch der Rebel ewig lange. Also da liegt es auch uns fern, das dementsprechend dann bis ins Letzte zu messen. Die Qualität, dass er halt auch bei wenig Wind schon über ein sehr schönes Sheet and Go verfügt. Das heißt, der Einsteiger beim Springen braucht hier wirklich nur leicht die Bahn ziehen und wird mit ansehnlichen Sprüngen versorgt. Und wie gesagt, bis in den professionellen Bereich sind der ganzen Geschichte hier keine Grenzen gesetzt. Auch hier nochmal zurückzukommen zum Bar-Setup ist eindeutig vom Timing und von der Art und Weise, wie sich die Kappe dann aufspreizt, das Bar-Setup vom höheren Y zu wählen, weil das einfach besser zu diesem Schirm passt oder zu dieser gesamten Konstruktion, damit halt auch alle Loops flüssig laufen, damit
immer eine sehr gute Fühlbarkeit dementsprechend da ist. Wenn man das direkt connectet, dann ist das wirklich schon echt sehr aggressiv. Und da müssen wir natürlich auch nochmal den Vergleich zum Orbit zum Beispiel bringen. Der ist insgesamt halt nochmal einen Tick spielerischer, aber der bringt halt im unteren Windbereich nicht die Leistung eines Rebels. Und das ist schlichtweg auch das Besondere. Die Leistungsparameter über den gesamten Windbereich bei sehr wenig Wind zum Foilen als auch bis in den absoluten Top-Profi-Bereich. Das, was man hier abrufen kann, ist wirklich absolut enorm und da hat er auch definitiv eine der Top-Stellungen im Markt, die er hundertprozentig behaupten kann. Bleibt natürlich am Ende die Frage, wer will so einen Schirm überhaupt haben? Die Antwort ist sehr leicht, so ziemlich jeder. 85% aller Kitesurfer wollen einfach einen leistungsstarken Schirm von seinen Fahrleistungen, was Angleitvermögen und Höhelaufen angeht und dazu die bestmögliche Performance beim Springen, egal welchen Könnenstand man dementsprechend besitzt. Und da hat Duoton mit dem Rebel einen wirklichen Evergreen geschaffen. Man hat diese Richtung und die Hauptzielgruppe der Kitesurfer nie mit diesem Schirm vernachlässigt. Man hat immer probiert, halt hundertprozentig diesen Bereich optimal zu bedienen. Es geht hier immer so einen kleinen Schritt vor, zurück, nicht was den Leistungsbereich angeht, sondern einfach, wie soll sich die Kappe halt dementsprechend anfühlen, wie schnell soll sie drehen, wie reaktiv soll die Lenkung sein. Das sind immer Kleinigkeiten, die sich von Jahr zu Jahr unterscheiden, auch im Vergleich zum 22er Modell oder im Vorgängermodell besser gesagt, ist hier von unserer Seite das neue Modell ein kleinen Tick sportlicher geraten. Aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass es jetzt der viel bessere Kite ist. Diese Entwicklungen orientieren sich doch häufig an den Profisportlern und deren Wettbewerben. Und da liefert halt der Rebel einfach nochmal momentan dann die etwas bessere Leistung. Für den Normalsterblichen gibt es hier einfach wirklich diesen klassischen Freeride High Performance Kite. Frühes Kitesurfen, maximale Fahrleistung und das mit der bestmöglichen harmonischen Abstimmung. Und kommen wir abschließend zu den Preisen. Klar, 2.500 € knapp sind sehr viel Geld, aber auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, dass ein Flysurfer-Kite schon immer so viel Geld gekostet hat. Und es handelt sich schließlich um unsere Lieblingsspielsachen. Und die waren schon immer nicht ganz billig.